Saizet Abigail Herrera Juárez wurde 1996 in Mexiko geboren. Über ihr Privatleben ist nicht viel bekannt, aber ihre Familie beschrieb sie als glückliche, geliebte und respektierte junge Frau, insbesondere ihr Vater Oscar Herrera. Mit 21 Jahren lernte sie einen Mann namens Luis Alfonso Álvarez López kennen, 31 Jahre alt, ebenfalls aus Mexiko. Obwohl es keine Informationen darüber gibt, wie sie sich kennengelernt haben, ist bekannt, dass sie nach einiger Zeit beschlossen, zusammenzuziehen und in einer Wohnung im Gebäude 27 am Paseo de la Forma in der Kolonie Tabacalera im Bezirk Cuauhtémoc in Mexiko-Stadt zu leben, wo er als Hausverwalter arbeitete. Auch über Luis Alfonso gibt es keine umfangreichen Informationen. Über seine Kindheit und Familie ist nichts bekannt. Es ist jedoch bekannt, dass er eine lange Geschichte von Betrügereien hatte, insbesondere unter Frauen, denen er durch Täuschung Geld abgenommen hatte. Obwohl er für manche sehr attraktiv war, lag seine Stärke nicht in der Kommunikation mit Frauen, sondern vielmehr in seiner Manipulationskunst, indem er erfundene und mitleiderregende Geschichten über seine Familie erzählte, die sie dazu veranlassten, Mitleid mit ihm zu haben und ihm zu geben, was er wollte. Von einer jungen Frau gelang es ihm, 100.000 Pesos zu ergaunern, was etwa $6.000 entspricht. Er erzählte einer Frau, dass sein Bruder angeblich entführt worden sei und er Geld für das Lösegeld brauche. Eine andere seiner Freundinnen überzeugte er mit der Behauptung, dass er sie heiraten wolle, und bat sie um Geld für den Kauf einer Wohnung, in der sie angeblich zusammen leben sollten. Offensichtlich ist nichts dergleichen geschehen. Obwohl die Frau ihm das Geld gab, kaufte dieser Mann keine Wohnung und verschwand einfach mit den Ersparnissen der jungen Frau. Die Hochzeit fand nie statt, obwohl sie sogar einen Ehering hatte. Aber der größte Betrug von Alfonso, wie wir ihn im Folgenden nennen werden, bestand darin, dass er dreimal seinen eigenen Tod vortäuschte. Aufgrund dieser Ereignisse erhielt er den Spitznamen Lord Betrüger. All dies geschah im Jahr 2016. Das erste Mal passierte es am 19. Mai desselben Jahres, als er ein Foto von sich als eines der Opfer des Flugzeugabsturzes von Egypt Air Flug 804 verbreitete. Alfonsos zweiter angeblicher Tod ereignete sich am 12. Juni desselben Jahres während eines Angriffs bewaffneter Gruppen in einem Nachtclub namens Pulse in Orlando, Florida, USA. Sein Foto erschien in einem Video der Zeitung The New York Times als eines der mutmaßlichen Opfer des Angriffs. Das dritte Ereignis ereignete sich 20 Tage später, am 28. Juni 2016, als ein anderer Nutzer ein Foto dieses jungen Mannes in den sozialen Netzwerken teilte und behauptete, es handele sich um seinen Bruder, der nach dem Anschlag auf den Flughafen von Istanbul in der Türkei verschwunden sei. Nach diesen Ereignissen verbreitete sich sein Bild in den internationalen Medien und wurde in den sozialen Netzwerken viral. Einige Tage nach diesem letzten angeblichen Tod von Alfonso begannen die französischen Medien mit der Untersuchung des Vorfalls. Sie interessierten sich dafür, dass das Foto dieses Mannes dreimal in 3 tragischen Ereignissen aufgetaucht war und wollten herausfinden, ob er es selbst oder jemand anderes veröffentlicht hatte. Sie fanden heraus, dass es in Wirklichkeit nicht Alfonso war, der sein Foto gepostet hatte, sondern andere Personen, denen er Geld schuldete und denen er dieses nicht zurückzahlen wollte. Sie behaupteten, er sei ein Betrüger und versuchten auf diese Weise, seinen Ruf zu schädigen und alle glauben zu machen, er sei ein Lügner. Die französischen Medien konnten ebenfalls Kontakt zu diesen Personen aufnehmen und einer von ihnen erklärte, wie sie alle getäuscht hatten. Am 19. Mai, als das Flugzeug der Fluggesellschaft Egypt Air über dem Mittelmeer verschwand, veröffentlichte ein Nutzer eines bekannten sozialen Netzwerks ein Foto von Alfonso und gab an, dass es sich um seinen Bruder handele und dass dieser sich an Bord des Flugzeugs befinde. Diese Information gelangte auf ungeklärtem Weg zur BBC, die sie zunächst als Tatsache veröffentlichte. Am nächsten Tag jedoch, nachdem der Fehler bemerkt und die Passagierliste überprüft worden war, widerrief der Sender die Meldung über seinen Tod. Laut einer der Opfer von Alfonsos Betrug reichte sie eine Klage wegen Betrugs gegen ihn ein, doch er gab ihr das Geld nicht zurück, weshalb sie beschloss, sein Foto zu veröffentlichen, damit alle sein Gesicht sehen und wissen, dass er ein Betrüger ist. Was den Angriff in einem Nachtclub in Orlando betrifft, so korrigierte die renommierte Zeitung später ein Video,
in dem Alfonso fälschlicherweise als eines der Opfer gezeigt worden war. Als französische Fernsehsender über die mutmaßliche Verleumdung berichteten, konnten sie Alfonso kontaktieren, damit er sich zu den Vorwürfen äußern konnte. In einem Interview mit den französischen Medien bestritt Alfonso nicht, dass gegen ihn in Mexiko wegen Betrugs ermittelt wurde, sondern erklärte lediglich, dass er keine Anzeige gegen die Personen erstattet habe, die sein Foto veröffentlicht hatten, da diese Nachrichten in Mexiko praktisch keine Bedeutung gehabt hätten und ihm dadurch kein Schaden entstanden sei. All dies war bald vorbei, und innerhalb weniger Wochen wurden in den sozialen Netzwerken Fragen zu Belästigungen im Internet diskutiert, darunter wie mit Bildern von Menschen umgegangen wird und wo die Privatsphäre endet, wenn Fotos veröffentlicht werden. Es gab viele Kontroversen und das Thema wurde über Tage und Wochen hinweg diskutiert, doch mit der Zeit geriet alles in Vergessenheit. Das Bild von Alfonso geriet ebenfalls in Vergessenheit, wie ein weiteres Internet-Meme. Mit diesen Geschichten konnte er Saisset für sich gewinnen, indem er sie wie andere Frauen verführte und sie überzeugte, zu ihm zu ziehen in das Gebäude, in dem er arbeitete. Sie war begeistert. Es war ihre erste Erfahrung mit dem Zusammenleben mit einem Mann und sie fühlte sich glücklich, weil sie glaubte, dass Alfonso schließlich ihr Partner fürs Leben werden würde. Doch offensichtlich war das nicht der Fall. Anfangs verlief alles reibungslos, doch mit der Zeit begann Alfonso sein wahres Wesen zu zeigen. Er wollte nicht, dass Saisset Freunde hatte. Sie durfte keinen Kontakt zu Verwandten oder Kollegen haben. Er untersagte ihr zu arbeiten und hielt sie weitgehend zu Hause isoliert. Das Einzige, was sie tun durfte, war, ihm bei einigen Verwaltungsaufgaben im Gebäude zu helfen. Darüber hinaus hatte sie zu niemandem Kontakt. Dies führte zu täglichen Konflikten zwischen den beiden, die sich im Laufe der Zeit in körperliche Übergriffe von Alfonso gegenüber Saisset steigerten. Alles endete tragisch. Am Freitag, dem 18. September 2020, sprach sie zum letzten Mal mit ihren Eltern und versprach, sie am Sonntag, dem 20. September, zum Mittagessen zu treffen. Doch sie kam nie an. Als die Eltern bemerkten, dass Saisset nicht erschien und nicht auf Anrufe und Nachrichten reagierte, riefen sie Alfonso an, der erklärte, er wisse nicht, wo sie sei. Er sagte, sie hätten sich gestritten, weil er zu seiner Mutter nach Toluca gefahren sei und sie nicht mitgenommen habe. Selbst als Verwandte zu Alfonsos Wohnung kamen, zeigte er ihnen, dass sie nicht dort war. Zunächst glaubten Saissets Eltern Alfonso, da es für sie nichts Ungewöhnliches war, dass ihre Tochter ihnen von häufigen Streitigkeiten mit ihm erzählt hatte. Dennoch erschien es ihnen sehr merkwürdig, dass sie gegangen sein sollte, ohne jemandem etwas zu sagen. Zudem konnten sie nicht erreichen und ihre Anrufe wurden sofort an die Voicemail weitergeleitet. Mit der Zeit wurde ihnen klar, dass ihr Telefon ausgeschaltet war. Sie begannen, sie unter ihren Freunden und ehemaligen Kollegen zu suchen, fragten alle, die sie kennen könnten, veröffentlichten ihr Foto in den sozialen Netzwerken und baten um Hinweise. Leider blieb diese Suche erfolglos. Es schien, als sei die junge Frau spurlos verschwunden, weshalb sie beschlossen, sich an die Strafverfolgungsbehörden zu wenden. Als Alfonso erfuhr, dass die Eltern Anzeige erstatten würden, hatte er nichts dagegen, weigerte sich jedoch, sie zu begleiten, mit der Begründung, dass er seinen Hund zum Tierarzt bringen müsse. Dieses Verhalten verwirrte seine Schwiegermutter, da sie nicht verstehen konnte, warum er so gleichgültig gegenüber dem Verschwinden der jungen Frau war, die er nach eigenen Angaben geliebt hatte. Und sie waren nicht die einzigen, die begannen, ihn zu verdächtigen. Während des Verhörs bei der Polizei behauptete Alfonso, dass er zu diesem Zeitpunkt bei seiner Mutter in Toluca gewesen sei. Obwohl er ein Alibi hatte, fiel den Polizeibeamten auf, dass er keinerlei Sorge über das Verschwinden seiner Partnerin zeigte. Die Generalstaatsanwaltschaft erließ am 25. September 2020 einen Suchbefehl und suchte gemeinsam mit den Angehörigen der jungen Frau 3 Wochen lang in Krankenhäusern und Leichenhallen nach ihr. Die Ermittler gerieten schließlich in eine Sackgasse und beschlossen daher, zu dem Gebäude zurückzukehren, in dem sie gewohnt hatte, um eine gründlichere Durchsuchung vorzunehmen. Nachdem mehrere Wohnungen durchsucht worden waren, endete die Suche schließlich am 9. Oktober mit einem Ergebnis, das niemand sehen wollte. An diesem Tag wurde Saissets Leiche in ein Laken gewickelt, in demselben Gebäude gefunden, in dem sie mit ihrem Partner gelebt hatte, in der Wohnung Nummer 1006. Auf den ersten Blick gab es keine Anzeichen für einen Kampf in der Wohnung, ebenso wenig waren Blutspuren oder deutliche Hinweise auf eine Auseinandersetzung zu erkennen.
Bei weiteren Untersuchungen mit Luminol wurde jedoch deutlich, dass es sich um einen Tatort handelte. Es wurde festgestellt, dass zahlreiche Blutflecken gründlich entfernt worden waren. Außerdem wurde eine Spur entdeckt, die ebenfalls beseitigt worden war und vom Hauptraum zum Badezimmer der Wohnung führte. Die Polizeibeamten stellten die Hypothese auf, dass die Leiche von Saicet von Zimmer zu Zimmer gezogen worden war. Zudem wurde eine größere Blutansammlung festgestellt, die offenbar, wie alles andere auch, vollständig weggewischt worden war. Auf dieser Grundlage wurde eine Mordermittlung eingeleitet. Die Leiche von Saicet wurde zur Gerichtsmedizin gebracht, um alle Untersuchungen durchzuführen und die Todesursache festzustellen. Obwohl festgestellt wurde, dass sie zahlreiche Verletzungen am gesamten Körper aufwies, die mit erheblicher Gewalt entstanden waren, wurde als Todesursache mechanische Strangulation festgestellt. Offensichtlich wurde Alfonso zum Hauptverdächtigen in diesem Fall, da er der Letzte war, der Saicet lebend gesehen hatte. Er hatte allen Grund, die Leiche in diesem Gebäude zu verstecken, da er Zugang zu der Wohnung hatte und ihre Beziehung zudem von massiven Konflikten geprägt war. Die Polizei begann daraufhin mit Ermittlungen in weiteren Wohnungen des Gebäudes, darunter auch in der Wohnung, in der dieser Mann mit Seysem gelebt hatte. Dort fanden sie einige persönliche Gegenstände der jungen Frau, aber auch eine große Menge illegaler Substanzen. Bei Alfonso wurden 50 Päckchen illegaler Substanzen sowie 11 Bank- und Dienstkarten sichergestellt. Außerdem wurden DNA-Analysen durchgeführt und Fingerabdrücke genommen, um festzustellen, ob er sich in der Wohnung aufgehalten hatte, in der die Leiche gefunden worden war. Die Vermutungen der Behörden und der Angehörigen des Opfers bestätigten sich, als die Ergebnisse der DNA-Analyse vom Tatort vorlagen, die zeigten, dass dort sowohl die DNA von Saicet als auch die von Alfonso vorhanden war. Zusätzlich wurden seine Fingerabdrücke sowohl auf der Leiche als auch am Tatort festgestellt. Die Ermittlungsbehörde für Frauenmorde in Mexiko-Stadt beantragte daraufhin einen Haftbefehl gegen diesen Mann, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits wegen illegaler Substanzen, die bei ihm gefunden worden waren, in Haft befand. Bei der Anhörung zu diesem Vorwurf gewährte Richterin Yolanda Rangel dem Verdächtigen die Freiheit unter der Auflage, dass er sich alle 15 Tage melden und eine Ausreisebeschränkung unterschreiben müsse. Während derselben Anhörung beantragte die Ermittlungsbehörde für Frauenmorde einen weiteren Haftbefehl, der von Richter Hector Fernando Rojos Pacheco ausgestellt wurde. Nach dieser Anhörung vollzogen die Polizeibeamten den Haftbefehl und der 34-jährige Alfonso wurde erneut inhaftiert, diesmal in die östliche Haftanstalt, wo er bis zur Gerichtsverhandlung und der weiteren Anklage wegen des Mordes an Saicet in Haft bleiben sollte. Obwohl die Anhörung aufgrund gesundheitlicher Probleme des Mannes zunächst verschoben werden musste, wurde er schließlich am 8. November wegen Mordes angeklagt. Das Gericht erkannte alle von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise an, die seine Verbindung zu dem Verbrechen belegten, und bestätigte seine vorläufige Inhaftierung als offizielle Vorsichtsmaßnahme. Darüber hinaus wurden 2,5 Monate für den Abschluss der ergänzenden Ermittlungen festgesetzt. Diese Entscheidung wurde aus verschiedenen Quellen bekannt, woraufhin Alfonsos Vergangenheit als sogenannter Lord Betrüger erneut öffentlich thematisiert wurde. Viele Menschen erinnerten sich an das Foto dieses Mannes im Zusammenhang mit den tragischen Ereignissen, die zuvor mit seinem Namen in Verbindung gebracht worden waren. In der Folge begannen Bekannte, über ihre Erfahrungen mit ihm zu berichten. Eine von ihnen war seine ehemalige Freundin, die sich in den Medien nur mit dem Namen Anna vorstellte. Sie berichtete, dass sie Alfonso 2010 über das Internet kennengelernt hätten, sich jedoch erst 2012 persönlich begegnet seien. Ihren Aussagen zufolge war sie mehrfach Zeugin von Betrugsmaschen geworden, die dieser Mann gegenüber verschiedenen Personen angewandt habe. Dank dieser Machenschaften habe er sich eine luxuriöse Wohnung und ein teures Auto leisten können und vor seinem Umfeld mit seinem vermeintlichen Wohlstand geprahlt. Er habe unbedingt in den Kreis einkommensstarker Menschen gehören wollen, sei jedoch wegen seiner tatsächlichen finanziellen Situation verachtet worden. Nur auf diese Weise habe er dennoch Zugang zu diesem Umfeld gefunden. Sie erzählte, dass er seit seinem 18. Lebensjahr betrügerisch tätig gewesen sei und damals Anzeigen für den Verkauf von Mobiltelefonen im Internet geschaltet habe, Menschen zur Zahlung bewegte und anschließend die Ware einfach nicht verschickte. Seinen eigenen Angaben zufolge habe dies zunächst als eine Art Scherz begonnen, sich jedoch im Laufe der Zeit zu seinem Lebensstil entwickelt. Sie behauptete weiter,
dass er eine große Zahl von Menschen betrogen habe und dabei unterschiedliche Methoden angewandt habe. Alfonso habe ihr erzählt, sein Vater sei verstorben und habe ihm ein Unternehmen zur Herstellung von Ventilen hinterlassen, doch sie habe später herausgefunden, dass auch diese Geschichte frei erfunden gewesen sei. Sie bestätigte zudem, dass sie einmal sein Mobiltelefon gesehen habe und dort Gespräche mit vielen verschiedenen Personen entdeckt habe, die ihn jeweils mit unterschiedlichen Namen ansprachen. Außerdem berichtete sie, dass er eine auffällige Neigung zu Grausamkeit gegenüber Tieren gezeigt habe, insbesondere durch gewalttätige Handlungen, die sie als zutiefst verstörend empfand. Ihren Aussagen zufolge habe Alfonso nach einer plastischen Operation eine Zeit lang bei ihr gewohnt, weshalb ihr Hund namens Bruna häufig in seiner Nähe gewesen sei. Sie schilderte, dass sie ihren Hund bei mehreren Gelegenheiten verängstigt und bewegungseingeschränkt vorgefunden habe. Einmal habe das Tier sogar ins Bett uriniert, was zuvor nie vorgekommen sei. Zudem habe sie bemerkt, dass der Hund sich nur schwer bewegen konnte und auffällig schwer atmete. Schließlich habe sie festgestellt, dass ein Hinterbein gebrochen gewesen sei und Alfonso sofort verdächtigt, was dieser jedoch bestritten habe. Ein Tierarzt habe später bestätigt, dass die Verletzung durch massive Gewalteinwirkung entstanden sei. Ihrer Einschätzung nach habe diese grausame Behandlung von Tieren auch erklärt, warum er Menschen gegenüber extrem rücksichtslos gehandelt habe. Sie erklärte, dass sie während ihres Zusammenlebens deutliche Anzeichen einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung bei Alfonso vermutet habe und deshalb keinen Zweifel daran gehabt habe, dass er für den Tod von Saisset verantwortlich sei. Sie verfasste sogar eine nahezu detaillierte Darstellung, wie sich die Ereignisse ihrer Meinung nach zugetragen haben könnten. Obwohl die Behörden über alle notwendigen Beweise verfügten, um nachzuweisen, dass Alfonso Saisset getötet hatte, mussten ihre Familie und Freunde fast 3 Jahre warten, bis Gerechtigkeit hergestellt wurde. Das Anwaltsteam des Mannes nutzte zahlreiche juristische Mittel, um das Verfahren so lange wie möglich hinauszuzögern. Hinzu kamen sämtliche Einschränkungen im Zusammenhang mit der weltweiten Pandemie. Während dieser gesamten Zeit blieben ihre Eltern jedoch nicht untätig und nahmen an verschiedenen Kundgebungen teil, um Gerechtigkeit einzufordern. Diese wurde schließlich am 28. April 2023 erreicht, als der oberste Gerichtshof Mexikos ihn für schuldig befand. Das Gericht erklärte den 37-jährigen Luis Alfonso Alvarez Lopez für schuldig, die junge Saisset Abigail ermordet zu haben und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 39 Jahren, 4 Monaten und 15 Tagen. Obwohl der Angeklagte damit die gesetzliche Mindeststrafe erhielt, während die Höchststrafe bei 70 Jahren gelegen hätte, zeigten sich die Eltern des Opfers erleichtert. Dieser Fall verdeutlicht die Rolle sozialer Netzwerke im modernen Leben. Einerseits stellen sie ein nützliches Instrument dar, andererseits können sie aufgrund mangelnder Kontrollen erhebliche negative Folgen haben. Im Fall von Alfonso hatten renommierte Medien wie die BBC und die New York Times 3-mal fälschlich über seinen Tod berichtet. Zwar wurden diese Meldungen später korrigiert, doch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung waren zahlreiche unbelegte Annahmen verbreitet worden. Auch das Vorgehen der Behörden wurde kritisch hinterfragt, da die kriminelle Vergangenheit Alfonsos offenbar nicht sorgfältig genug geprüft worden war. Als er schließlich entlarvt wurde, war es für Saisset bereits zu spät. Letztlich wurde in diesem Fall erst nach langer Zeit Gerechtigkeit erreicht und der Täter befindet sich nun im Gefängnis, eine notwendige Maßnahme, da er als Gefahr für die Gesellschaft gilt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.